Exodus chapter 4, verse 1 through 5. Exodus 2. Mose, Kapitel 4. I'll read it in English as well because we're doing a video. Exodus 4, 1 through 5. 1 bis 5, ich lese es in Englisch und dann lese ich es, also liest in Englisch, ich in Deutsch. This is part of the conversation between Moses and YHWEH. Das ist ein Teil der Konversation zwischen Mose und Jahwe. The God who will soon become the covenant partner of Israel. Das ist der Gott, der bald darauf der Bundesgott mit Israel wird. The God who had appeared several times to the patriarchs. Das ist der Gott, der mehrere Male den Patriarchen erschienen ist. And made himself their God. Und hat sich ihnen erklärt als ihr Gott. The God who was not known with the name Yahweh, but with the name El. Das ist nicht der Gott, mit dem man kannte damals unter dem Namen Yahweh, sondern sein Name damals war El. He appeared physically to Abraham and had lunch with him. Er erschien physisch dem Abraham und hat mit ihm gespeist. And he appeared in a dream to Jacob and said, I am the God of your fathers. Und er ist Jakob erschienen und hat sich vorgestellt und hat ihm gesagt, ich bin der Gott deiner Väter. But now he appears to Moses and called himself Yahweh. Und jetzt erscheint er Mose und nennt sich selbst Yahweh. This is the first time Moses has been encountered with the God of his fathers. Und das ist das erste Mal, dass Mose dem Gott seiner Väter gegenüber ist. And you know, he's not happy with the general word El, which means God. Also er ist wohl nicht so einverstanden mit diesem sehr überbegrifflichen Wort El. He wants to know more about this God. He wants to know more about this God. Er wollte mehr über Gott wissen. And he asked him, what is your name? Und er fragte ganz konkret, was ist dein Name? I mean, don't tell me you're God, just tell me your name. Also sag mir bitte nicht Gott, sag mir mal deinen Namen. You know, a lot of people believed in many gods back then. Also damals glaubten viele Menschen an viele Götter. People still believe in many gods today. Also heute auch, dass viele glauben an verschiedene Götter. But you know, the word God is not enough. It's just too general. Das Wort Gott ist eigentlich zu allgemein. Even if you ask an atheist, do you believe in God? Wenn du einen Atheisten fragst, glaubst du an Gott? And they would say yes. An atheist? Yes. Ja, Go on. er wird sagen, ja. Yes, I do believe. Ja, ich glaube. And what is the name of your God? Und wie heißt dein Gott? Me. Ich selber, ich bin mein Gott. You were supposed to laugh here. Anyway. Also jetzt war ich Everyone believes in a God. Jeder glaubt an irgendeinen Gott. In a specific God. In einen speziellen Gott. And now Yahweh says to Moses, I was called with the name El, but from now on you should know me as Yahweh. Also ich war, ja, so sagt dieser Gott zu Mose, ich war bekannt als El, aber nun sollst du mich Yahweh nennen. And remember, the name of Yahweh begins with I. Und man muss sich vorstellen, der Name Yahweh fängt eigentlich mit Ich an. I am who I am. I am who I am. I am the one that is. I'm the one that I'm the one who makes things to be. Ich bin der Dinge in Existenz bringt. But now, the conversation goes on. Dann geht die Unterhaltung weiter. God never appears without purpose. Also Gott erscheint nicht so ohne besonderen Grund. He appears to Moses because Moses is included in a grand plan. Er erscheint dem Mose, weil Mose in einem großen Plan eine Rolle spielt. The deliverance of the people of Israel. Und zwar die Befreiung seines Volkes aus der Gefangenschaft. And the people of Israel had to be delivered from the place where they were once welcomed. Und das sind Leute, die eigentlich von diesem Platz oder von diesem Ort befreit werden, wo sie einst willkommen waren. Because at some point the place where you're temporarily sheltered becomes the house of slavery. Und es kommt manchmal vor, dass der Ort, in dem man Schutz findet, dann sich ändern kann und wechseln kann zu einem Ort der Sklaverei. So there are things that God gives us as a blessings temporarily. Es gibt Dinge, die uns Gott vorübergehend und zeitlich begrenzt als Segen übereignet. So if we stay longer in what is over, und wenn wir länger in etwas bleiben, das eigentlich schon vorbei, dessen Zeit vorbei ist, we become slaves to it. Dann werden wir Sklaven von der Sache. And you know, you need to understand that life is a river. Ihr müsst einfach verstehen,
Das Leben ist ein Fluss. Gleich And you ein need to Fluss. be in the motion of that river. Und du solltest in seiner Bewegung sein. Oh, but we want to fix things. Aber wir wollen das Ganze eigentlich festmachen. We want to keep them forever. Wir wollen das immer den Augenblick bewahren. And we cannot understand that certain blessings expire. Und manchmal neigen wir dazu, nicht zu verstehen, dass auch Segnungen ein Verfallsdatum, ein Ablaufdatum haben. Do you know that yesterday's blessing can be tomorrow's curse for you? Wisst ihr oder habt ihr das vielleicht schon mal erlebt, dass die Segnung von heute auch ein Fluch, morgen ein Fluch sein kann? That's why Jesus did not allow his disciples to build tents on the Mount of Transfiguration. Deswegen war das, vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Berg der Verklärung, als Jesus mit seinen Jüngern nach oben ging, hat er ihnen nicht erlaubt, eine Hütte oder ein Zelt aufzubauen. So that's the way Jesus said to Peter, it's for now, man, it's for now, Ja, not for deswegen sagt tomorrow. er, das gehört zu jetzt, zu hier und jetzt und nicht vom Now Morgen. you have it, enjoy it. Jetzt hab's und jetzt freu dich. But you can't have it tomorrow, Und morgen ist was anderes. Morgen ist es vorbei. right? Versteht ihr? So Jesus didn't want a nice cathedral at that Also place. Jesus wollte da keine große Kathedrale bauen. That was just a moment. Das war nur dieser Moment. And just live the moment. Und jetzt lebe diesen Moment. And there will be another moment that will come again. But just don't try to fix it. Es werden wieder andere Momente in anderen Situationen kommen, aber versucht das jetzt nicht festzuhalten. Anyway, so the conversation between Yahweh or Jehovah keeps on going with Und Moses. jetzt gehen wir weiter. Die Unterhaltung geht auch weiter zwischen Mose und Jehova. Yahweh. So Moses says to Yahweh, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Und Mose sagt zu Jahwe, was mache ich, wenn sie mir nicht gehorchen, wenn sie mir nicht glauben, dass du mir erschienen bist? You know, God chose the Hebrew people not because they were religious, but because they were very non-religious. Man muss vielleicht anmerken, dass Gott dieses Volk nicht erwählt hat, weil es besonders religiös war, sondern eher das Gegenteil, es war eher non-religiös. See, if Moses had gone to the Egyptians and said, the Lord appeared to me, Also wenn zum Beispiel Mose zu den Ägyptern gegangen wäre, hätte er gesagt, Gott ist mir erschienen. they will fall on their face and go, Holy Moses! Dann hätten sie sich vor ihm niedergeworfen und hätten gesagt, oh, heiliger Mose. But because the Jews were very non-religious people, they would have naturally said, yeah, right. Aber weil die Juden eigentlich, oder die Hebräer, kein so religiöses Volk waren, sagten sie, ja klar, Logo, alles klar. All right. Dir ist Gott erschienen. You know, just after the Lord said to the Jewish people, don't make any idol, Also genauso wie don't worship an idol, Gott dann zu den Juden gesagt hat, mach dir keine Götter. you know, they make a golden calf and they put God to a test and they think, okay, let's do this and let's see what happens. Ja, also so haben sie später dann irgendwann mal ein goldenes Kalb gegossen und gesagt, mal sehen, was rauskommt. Okay. Mal sehen, was jetzt So, passiert. then the Lord said to Moses, So, dann hat der Herr zu Mose weitergesprochen. what is it that is in your hands? Was ist es eigentlich, was du da in der Hand What hast? is that in your Was hands? ist das in deiner Hand? Now, Moses answered, a Also staff. Mose hat geantwortet, ja, das ist ein Stab. And the Lord said, throw it on the ground. Und der Herr sagte, wirf ihn auf den Moses Boden. threw it on the ground and it became a snake. Und dann hat Mose ihn auf den Boden geworfen, wie Gott es gesagt hat, und er hat sich in eine Schlange verwandelt. And then he ran from it. Und dann ist er zurückgewichen aus Then dem the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. Und dann sagt Gott zu ihm, nimm deine Hand, ja, greif zu und pack sie am Schwanz. So Moses reached out and took hold of the snake Und dann hat Mose tatsächlich zugegriffen, schnappt die and it Schlange turned into a staff in his hand. und sie hat sich wieder zurückverwandelt in einen Stab in seiner Hand. This, said the Lord, Das sagt der Herr. is so that they might believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has appeared to you. Das ist es, sagt Jahwe. Daran sollen sie erkennen und dir glauben, dass dir der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erschienen ist. So, what does really happen here? Was passiert jetzt hier mal, nicht vordergründig, was passiert hier wirklich? The God of heaven sees a suffering nation, Der Gott des Himmels sieht ein versklavtes und leidendes Volk, the people of Israel, das Volk Israels. and their prayers, Lord, deliver us, come up in heaven. Und ihre Gebete sind, Herr, erhöre uns und erhöre uns vom Himmel her, unsere Not.
And the father says to his son in heaven, we should do something about Und der this. Vater sagt zum Sohn, hier müssen wir was machen. So he looks at the son and says, are you ready to fix this? Und dann sagt der Vater im Himmel zu seinem Sohn, bist du bereit, jetzt hier was zu machen? I love the world so much that I really don't want anybody to suffer. Ich liebe die Welt so sehr, ich möchte nicht, dass irgendeiner hier leidet. Would you go fix that for me, Würdest please? du bitte gehen und es für mich in Ordnung bringen? And the son looks at the father and says, Father, you're greater than me. Und dann sagt der Sohn zum Vater, Vater, du bist größer als ich. Let your will be done, not Dein mine. Wille soll geschehen, nicht meiner. And the father says, but you know what? If you wanna go fix it, that means that you would have to suffer. Du musst aber verstehen, sagt der Vater zum Sohn, wenn du das wirklich regeln willst, dann wirst du leiden müssen. And the son goes, Father, I would die if I have to. Und der Sohn sagt zum Vater, Vater, ich bin bereit zu sterben, wenn es so notwendig ist. But Und so passiert but the es. son says to his father, you know what? I don't want to fail you. Aber ich möchte dir sagen, Vater, sagt der Sohn zum Vater, ich möchte dich nicht verlieren. To fail you. Ich möchte das nicht verpassen oder ich möchte es nicht vermasseln. Yeah, I don't want to fail. I want to do it just as you Ich möchte es genau so wanted. machen, wie du es möchtest. And that's why I have one Und request. deswegen habe ich eine Bedingung oder eine Bitte. Allow me to rehearse at least once before it all happens. Rehearse. Proben. Kann ich nochmal eine Probe haben? Kann ich das nochmal üben, eine Generalprobe durchführen, bevor das alles passiert? And the father says, yes, Und der one Vater sagt, time, one shot. okay, einmal. Test it with the people of Israel. Wir machen einen Testlauf mit dem Volk Israel. You know, they're suffering now. Da ist jetzt gerade Not, du Ja. weißt es. Ja? Go save them. Jetzt rette sie. And that will be your rehearsal before the grand drama Und das takes ist eine place. Generalprobe, bevor das große Stück endgültig auf der Bühne So the son erscheint. appears before Moses Und der Sohn erscheint vor Mose out of a burning bush. aus einem brennenden Busch. And he's been sent to Moses by the father. Und er ist vom Vater zu dem Mose gesendet worden. Because later on in history, the son will appear in body. Vielleicht erinnert ihr euch, später in der Geschichte wird der Sohn in einem Leib, in einem menschlichen Leib And he zur will Welt kommen. perform salvation by himself. Und er wird Rettung durch ihn selber herbeiführen. But before that happens, he would have to use Moses as if Moses is Yahweh himself. Aber so benutzt er Mose, so wie Mose. He has to act on behalf of Yahweh as if Moses is Yahweh himself. Kompliziert für mich. Er muss im Namen von Mose oder No, Moses has to act on the name of Yahweh. Dankeschön. Mose ist ein Beispiel für Yahweh, das oh mal Leute, ich verspule es gerade. Okay, Tell me. okay. No, Yahweh Das ist says sehr to Moses. wichtig und wisst ihr, das ist mal Generalprobe, merkt ihr es? Yeah. Okay, Yeah. Yahweh says to Moses, Yahweh sagt zu Mose, listen, I'm stuck in this burning bush. ich bin jetzt hier in diesem Busch. I cannot walk out of Ich it. kann jetzt hier nicht rauslaufen. But would you do for me what I'm supposed to do for aber these kannst people? du für mich erledigen, was ich für dieses Volk tun will? Can you act on behalf of me? Kannst du in meinem Namen gehen und das Now, tun? think for a moment. You are me Also jetzt überleg dir, versetz dich in die Lage, du wärst jetzt mich and I'm you. und ich bin du. And you just do what I'm supposed to do. Und du tust jetzt, was ich eigentlich tun könnte, aber nicht, weil ich jetzt gerade brenne als Busch, jetzt nicht tun kann. Now, because I'm in this bush, I cannot go to the Pharaoh. Also ich bin jetzt gerade ein brennender Busch, ich kann schlecht hingehen zu dem Pharao. You go for me. Geh du hast Füße. Jetzt habe ich's. And then Moses says, yeah, but I'm not you. Ja, aber sagt Mose, ich bin doch nicht du. This guy will say, you, a shepherd, talking to me, the Pharaoh? Und dann wird der Pharao sagen, du bist ein Hirte, was willst du mir sagen? He will kill me right away. Die werden mich töten, sagt Mose. If you go, they wouldn't kill you. You're God. Wenn du jetzt hingehst, die töten sie, du bist Gott selber. But I'm a man with a skin. Aber ich bin ein Mann mit Fleisch und Blut. And Yahweh said, okay, I'll fix that for you. Also pass auf, No Mose. problem. Okay, Mose, ich mache das für dich, kein Problem. You can do what I can do. Du wirst tun können, was ich tue. Now, what do you have in your hands? Was hast du in deiner Hand? A stuff. Diese Stange. You know, it's quite, shepherds in the deserts had stuff. Also
Schäfer oder Hirten in der Wüste hatten Stäbe. The staff was a pretty big dry wood. Der Stab bestand aus einem Stück ordentliches, festes Holz, trockenes Holz. And now that was a multifunctional instrument for the shepherds. Es war so ein Multi-Instrument für die Schäfer oder Hirten. On one hand, shepherds, when they were bored through the day, because they were in an area where they didn't have a wireless connection. Also die hatten ja in dieser Wüste keine WLAN-Verbindung. So das war relativ langweilig und. If you see a bored shepherd in the desert, he usually is like this. Ja, wenn ihr so einen Hirten irgendwo in der Wüste oder irgendwo seht, dann stützt er sich auf den Stab und döst vor sich hin. And so he's using his phone again, and the operator says, "We're sorry, the number you dialed is out of reach." Und eigentlich denkt er, oh Mann, hey, mein iPhone, oder es gibt auch andere Fabrikate, irgendwie. Er wählt die Nummer, aber niemand ist erreichbar, weil das Netz einfach nicht funktioniert. So basically, he's hanging all day long on top of this wooden staff. Letztlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als permanent seine Zeit damit zu verbringen, auf diesem Stab quasi umzudösen. And so when he would see a sheep going away, aber wenn er dann plötzlich so sieht, dass so sich ein Schaf heimlich von der Herde wegfrisst, he will go, hey, 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 und nimmt den Stab und bringt es zurecht. Ja, spank them. Ja, gibt's kleine so they can Klaps auf they can stay together. Das sind sie als Herde zusammen. But of course, if the shepherd encounters a danger, a lion, a bear, a wolf. Wenn der Schäfer dann oder Hirte ein Wolf oder ein Bär, also eine Gefahr sieht, a jellyfish or whatever. Eine Qualle oder so. He would use his staff to defend himself and the sheep. Dann nimmt er den Stab, ja, um die Schafe oder um die Herde und sich selber zu verteidigen. So, if you were not a shepherd and you just see this, it might be useless to you, but to a shepherd, the staff meant everything. Für dich ist so ein Stab vielleicht nichts Besonderes, aber so ein Hirte, der für den bedeutet ein Stab eine ganze Menge. So, what do you have in your hands? Also, was hast du in deiner Hand? A staff? Ein Stab. Okay, throw it on the ground. Wirf ihn mal auf den Boden. And in the moment in which Moses throws it on the ground, und in dem Moment, wo Mose den auf die Erde wirft, it becomes a snake. Wird's eine Schlange. Now, snakes are something typical in the desert. Also Schlangen, sagen wir mal ganz ehrlich, die kommen in der Wüste häufiger vor. And in the Sinai desert, there are a lot of snakes that are really, really poisonous. Und in der Wüste Sinai, da gibt es sehr, sehr giftige Schlangen. And now think about this: if you're far away from places where they can heal you, und wenn du ganz weit weg bist von Orten, an denen man dich dann heilen könnte von so einem Schlangenbiss, you would have to cut your leg off before you die. Da musst du besser dein Bein abschneiden, wenn du da gebissen wurdest, bevor du daran stirbst. And believe me, many people would prefer to die instead of cutting their own leg. Und glaub mir, viele Menschen bevorzugen es, lieber zu sterben, als selber sich das Bein beletzt. So Moses is scared. Mose hat natürlich hier Angst. But then Yahweh says, well, that's not all. Also Yahweh sagt aber, jetzt pass auf, das ist nicht alles. Go take it by the tail. Jetzt greif mal zu ordentlich und nimm sie am Schwanz. Everybody knows that it's not right to take a snake by the head. Also jeder Idiot weiß eigentlich, dass man eine Schlange, wenn überhaupt, dann nicht am Schwanz aufnimmt. He reaches down, takes the tail of the snake. Er beugt sie nieder, nimmt die Schlange in dem Schwanz am Ende. And the miracle reverses. Und das Wunder, zack. It's a wooden stick. Geht wieder umgekehrt und es ist wieder ein Stab. And so Yahweh says to him, see, you can do it. Guck mal, Yahweh, siehst du kannst es doch. You can do just as I can. Du kannst es, so wie ich es kann. So please act on my behalf, because I'm stuck in this bush. Also jetzt bist du ermutigt, in meinem Namen zu gehen, weil ich bin ja hier im Busch. So whenever you don't know what to do, just come back to the bush and let's talk. I'll explain. Und wenn du irgendwann mal wieder Fragen hast, du weißt meine Adresse, komm wieder zurück zum Busch und dann reden wir drüber. So what is the staff? Ja, jetzt müssen wir vielleicht mal auf diesen Stab eingehen. Was ist der Stab? In one moment it was a staff, and in another moment it was a snake. Also in einem Moment ist es ein Stab und dann ist mal eine Schlange. Now, let me give you a little bit of back information. Vielleicht erhelle ich euch ein bisschen die Geschichte vor der Geschichte, den Hintergrund, wenn ihr wollt. When Yahweh appears to Moses, he appears as a son and not as a father.
Als Jahwe Mose erscheint, erscheint er als Sohn und nicht als der Vater. We all know about this great God of the Old Testament called YHWEH. Ihr kennt ja alle die Geschichten von dem großen Gott im Alten Testament, der da heißt Yahweh. But actually, YHWEH is a son and not a father. Aber vielleicht, das müssen wir uns wirklich genau anschauen. Yahweh ist der Sohn. Und nicht der And there are Vater. many ways we can explain that. Und wir können das auf vielerlei Weise erklären. Now, think about this. The first thing that the Bible says before presenting YHWEH as YHWEH Erinnert euch, bevor die Bibel Yahweh einführt oder vorstellt und Yahweh als Yahweh tituliert wird, YHWEH appears as an angel. erscheint Yahweh als Engel. And he's been named the angel of the Lord. Und vielleicht kennt ihr den Begriff der Engel des Herrn. But the angel of the Lord is the Lord in an angelic appearance. Aber der Engel des Herrn ist quasi der Herr in Gestalt eines Engels. So he's an angel. Er ist hier ein Engel. Now, I know that in the land of definitions, the word angel is not the right way to talk about YHWEH. Ich weiß, im Lande der Definitionen ist es völlig unangemessen, Yahweh als Engel zu titulieren. But in the land of stories, we basically know that an angel means a messenger. Aber im Lande der Geschichten, da heißt es nichts anderes, ein Engel ist ein Überbringer einer Botschaft. And it doesn't exactly explain what the messenger is. Und pardon me? It doesn't explain what the messenger Und is. es wird nicht mitgeteilt, was jetzt dieser oder wie jetzt dieser Überbringer der Botschaft ist. But it means that the messenger has been sent. Aber es heißt, dieser Nachrichtenüberbringer wurde von jemand And ausgesendet. he's supposed to communicate something or do something on behalf of somebody else. Und es ist einer, der im Auftrag eines anderen etwas überbringt, etwas erledigt. So think about this. In this story, YHWEH appears as a messenger. In dieser Geschichte erscheint Yahweh als Überbringer einer Botschaft. And by becoming the covenant partner of Israel, Und als er der Bundespartner von Israel wird, he also is a messenger. da ist er auch ein Überbringer. Because he binds himself with Israel and connects them with his father. Denn er verknüpft sich mit Israel durch diesen Bund und bringt sie zum Vater. And he is there to save them because that's the will of the father. Und er ist da, um sie zu retten, denn das ist der Wille des Vaters. And he does not only save them, but he marries them. Und er rettet sie nicht nur, sondern er heiratet sie. That's why the prophets talk about YHWEH being the bridegroom of the bride Israel. Und deswegen spricht die Bibel von dem Bräutigam zu Israel, dass Yahweh der Bräutigam ist gegenüber Israel seiner Braut. So that is the way that he would keep on taking care for them. Und deswegen, weil es seine Braut ist, hat er so viel Eifer, sich um sie zu kümmern und sie im Auge zu halten. But see, in the New Testament, it is not the father king who marries, it is the son prince who marries. Und kennt ihr das Gleichnis im Neuen Testament, wo der Vater einlädt zur Hochzeit seines Sohnes? Right? Da heiratet also auch der Prinz. So he calls all these royal guests to come to the wedding of his own son. Und da gibt es doch die Geschichte, dass er die ganzen königlichen Herrschaften und Würdenträger einlädt zum Fest. And so these people think to themselves, well, if the father king marries, we must be there. Also die denken sich dann in diesem Gleichnis wohl, also wenn der Vater, also der echte König jetzt heiraten würde, dann würde er schon kommen. But the marriage of his son, aber nur die Hochzeit des Sohnes, naja, we can skip it. die That's können not wir so eigentlich essential. vergessen, die ist nicht so ausschlaggebend, die ist nicht so wichtig. And so basically whatever happens in the Old Testament Also vielleicht nochmal zum Verständnis, alles was im Alten Testament is the rehearsal for what happens in the New. ist die Generalprobe für das, was im Neuen Testament Do passiert. you know why Moses is sent to the Pharaoh? Wisst ihr, als Mose zum Pharao gesendet To ask the wurde, Pharaoh to let the people go. sagte er, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Because when Jesus comes on earth in a physical body, Und als Jesus in seinem physischen Leib auf die Erde kam, he would have to stand before the world powers musste er vor die ganzen Mächtigen dieser Welt treten and tell them that they should let the people of God go free. und ihm sagen, hört mal zu,
bitte lasst mein Volk frei. Das Gottes Volk. Basically, the story of Moses standing before the Pharaoh. So, Mose stand vom Pharao. Now think about this. Moses is acting on behalf of Yahweh. Also überlegt nochmal, habt ihr das im Hintergrund? Mose handelt im Auftrage oder für Yahweh. As if Yahweh is Moses himself. Sozusagen ist Yahweh in der Person von Mose. This is the rehearsal for the moment in which Jesus had to stand in front of the Sanhedrin. Das ist Bild oder das ist genau die gleiche Situation, in der Jesus vor dem Sanhedrin, vor dem obersten Gerichtshof steht. And you know, while they are judging whether he is the Messiah or not, Sie sollen, während sie beurteilen, ob er jetzt der Messias ist oder nicht, he is telling them without words, sagt er ihnen ohne Worte, let my people go out of your false religion. Lass mein Volk ziehen aus eurer falschen Religion heraus. When Moses stood before the Pharaoh, als Mose vor dem Pharao steht, that was just the rehearsal in which Jesus would stay in front of Pilate. Das war die Generalprobe für das, als Jesus vor Pilatus steht. Who was a representation of the greatest power on earth, the emperor. Er war der Repräsentant des höchsten Herrschers im Diesseits, dem Kaiser. And while Pilate is concerned with the question, are you the king of the Jews or are you not? Und während Pilatus noch mit der Frage beschäftigt war, bist du jetzt der König der Juden oder nicht? Jesus, without words, is declaring to this power, so erklärt Jesus ohne Worte diese Macht gegenüber. Let my people go out of your monstrous grip. Lass mein Volk aus deiner Umklammerung ziehen. Let my people go out of your monster empire. Lass mein Volk aus diesem monströsen, schrecklichen Diesseitsimperium ziehen. And you know what? Just as Moses, und genauso wie Mose, Jesus is throwing a wooden stick before the face of the Sanhedrin and Pilate. Und genauso wie Mose hat Jesus einen hölzernen Stab vor dem Sanhedrin, also vor dem But this time he hangs on this tree. Und diesmal ist er an diesem Stab gehangen. And you know this wooden, gekreuzigt an diesem Stab. And you know this wooden cross becomes life-bearing tree. Deswegen wurde dieses Kreuz ein lebensbeförderndes oder lebensbeinhaltender Baum. And whether in the eyes of the world this is just a stick, a wooden stick. In den Augen der Welt ist es ja nur ein Holz. For us, this is the tree of life. Für uns ist es der Baum des It is the wisdom of God, says Paul. Es ist die Weisheit Gottes, sagt Paul says, I've preached to you nothing but Christ crucified. Ich habe euch nichts anderes gepredigt als Christus, den gekreuzigten. Because this is the wisdom and the power of God. Denn das ist die Weisheit und die Kraft Gottes. He was cursed on that tree. An diesem Baum wurde er verflucht. So let's go back to the first story, to the rehearsal. So nochmal zur Generalprobe zurück ins Alte Testament. So if Moses' wooden stick, also wenn Moses sein hölzerner Stab, would represent something that would take place 1,400 years later. Wenn das etwas repräsentiert, was über 1500 Jahre später what did it really Bedeutung gewinnt, represent? Was ist what die did it Bedeutung? really represent? What was the reality behind this? Was ist die Wirklichkeit hinter dem Holzstab? I can make sense only of one thing. Ich kann mir nur das so erklären. Pain, Schmerz, suffering, Leiden, death, Tod, disappointment, Enttäuschung, Dankeschön, God-forsakenness. Gottverlassenheit. Because that's what the cross of Jesus stood for. Denn das ist das, wofür das Kreuz Jesu gestanden hat. He was wounded, he was bruised, he was killed on that tree. Er war verwundet, er wurde geschmäht, er ist verletzt worden an diesem Kreuz. You know, verwundet. We live in a world in which we think that we can conquer the world powers with competence. Wir leben ja in einer Welt, in der wir denken, wir könnten die Mächte dieser Welt mit unserer Kompetenz überwinden. And if we go to the Pharaoh and we just
exercise the art of speaking, we Und wenn will wir- somehow talk him into it. Und wenn wir dann zum Pharao gehen oder zu einer Macht, dann denken wir, wir können ihn durch einen schlauen Spruch oder schlaue Dinge irgendwie beeindrucken oder verändern. If we can only impress the Pharaoh how competent we are. Wenn wir dem Pharao nur klar machen, wie kompetent und schlau wir sind. But you know, the New Testament says that God made the wisdom of the world foolishness. Aber wisst ihr, es steht geschrieben, dass Gott die Weisheit der Weisen und die Weisheit dieser Welt zur Torheit. Do you know Torheit how gemacht hat. Moses crushed the power of the world, the Pharaoh and his empire? Wisst ihr, wie Mose die Mächte dieser damaligen Welt, den Pharao, buchstäblich zerschmettert hat? With one wooden stick Mit einem holzernen Stab. that meant nothing to nobody. Das zu niemand irgendwas gemeint hat. Also das war nichts wert. Are you still here? Seid ihr noch dabei, ja? Okay, I keep going. Für alle, die Going, jetzt gerade so telling you a story. wieder aufwachen. You know, pay attention. The stick did not convert into a mosquito. Also zum Beispiel ist der Stab nicht in eine Stechmücke verwandelt worden. It transformed into a snake. Es ist transformiert worden in eine Schlange. In Egyptian religion, Also in der ägyptischen Religion, and in most of the ancient religions that I'm aware und of, fast alle anderen Religionen, die ich kenne, the snake was a symbol of wisdom. ist der Stab, die Schlange ein Symbol für Weisheit. You know, the ancient people didn't know that the snakes are really dying. Also die Menschen im Altertum dachten nicht, dass eine Schlange wirklich Because most of the sterben würde. Most of the snakes lived in the ground. Weil die meisten Schlangen ja im Erdreich wohnen. And every year they would change their skin. Und dann haben sie sich einmal im Jahr gehäutet. And so people believed that the snake is the animal that always regenerates its energies and powers and never dies. Und so haben sie immer gedacht, Mensch, also die Schlangen sind Tiere, die permanent ihre Energie und alles erneuern und immer praktisch die ewig leben. So the snake became a symbol of eternity. So ist die Schlange ein Symbol für die Ewigkeit. And you know what? If you have seen some of the mummies of the pharaohs, Oder wenn ihr zum Beispiel die so Beispiele Berichten seht von den Mumien der Pharaonen, you would see that right in front of their hat, und dann seht ihr genau in dieser Dokumentation, da hatten die an ihrer Stirn vorne dran they had a cobra. so eine Cobra, also ein Cobra-Zeichen. And that symbolized the divine wisdom that has been given to the pharaohs. Und das war ein Zeichen für das göttliche Wissen des Pharaos. And you know, in the New Testament, Jesus says to his disciples, "Be wise as the serpent." Und wisst ihr, Jesus sagt sogar zu seinen Jüngern in den Evangelien, seid weise und schlau wie die Schlange. Do you know that the human fall in sin begins with a conversation between Wisst Eve ihr, and a snake? interessanterweise ist doch auch, dass als die Tragödie der Sünde der Menschheit begann, da hat es angefangen mit einem Smalltalk, mit einer Unterhaltung zwischen Eva und der Schlange. With a snake? Mit einer Schlange. Well, I'm often asked, you're a theologian, do you really believe in talking snakes? Ich werde manchmal gefragt, du bist doch eigentlich ein ernstzunehmender Theologe. Glaubst du wirklich an Unterhaltungen mit Schlangen? And do you know what my answer Was is? glaubst du, was meine Antwort No, I ist? don't. Nee, natürlich nicht. But I believe what they say. Aber ich glaube, was sie sagen. So, why snake? Jetzt nochmal, warum Schlange? Because the snake that talked to Eve is the embodiment of the pagan wisdom. Die Schlange, die mit der Eva spricht, ist die Inkarnation, oder der Leib der heidnischen Religionen und Kulte. So basically, the story of Eden was an apologetic story Also die Geschichte von Eden ist eine Apologetik, eine bildhafte Sprache, in which the writer defends the true faith of the Jews. in der Schreiber, In which the writer defends the true faith of the Jews. in der Schreiber The Hebrew den wahren Glauben der Hebräer verteidigt. Over against the religion of the pagans. Gegenüber der Religion und nicht dieser Kulte. Now Und nicht think about this. den Heiden. Israel was never a great civilization. Israel war nie eine große Nation oder große Zivilisation. Israel was a nation of shepherd people. Israel war eine Nation von Hirten.
And everybody could believe and could be right to misjudge them. Und jeder konnte sie praktisch missverstehen. Das war kein Problem. Because sometimes, not sometimes, always actually, we think that whatever is big must be right. Weil wir ja eigentlich die grundsätzliche Einstellung haben, alles was groß und was die Mehrheit hat If recht. Babylon is big, it's Also right. Babylon ist groß, also hat's recht. If Egypt is big, it's right. Wenn Ägypten recht hat, hat's. Wenn Ägypten groß ist, es hat recht. But you know where is Babylon and Egypt? Aber wisst ihr, wo Babylon und Ägypten sind? In the museums of Israel. In den Museen von Israel. And Israel is still there. Und Israel ist immer noch da. Because not always what is big is right. Denn nicht die Mehrheit und nicht das But Größte now, gewinnt immer. The point is this. Kommen wir zum Punkt. The snake. Die Schlange. The snake. I believe that in this story we have the wonderful transformation of human pain that becomes human wisdom. Ich glaube, das ist ein Bild für das, dass aus menschlichem Leiden menschliche Weisheit wird. Now remember, the staff represented the cross. Also erinnert nochmal, der Stab hat das Kreuz This is repräsentiert. the shadow of the cross. Das war praktisch der Vorläufer, Ja. der Schatten im Alten Testament des The Kreuzes. pain of Christ becomes his power and his wisdom to save us. Der Schmerz Christi am Kreuz ist die Kraft, die uns So. ins Leben bringt. Moses realized that the only true way to wreck this power called Egypt Mose hat irgendwie verstanden, die einzige Macht, die Ägypten brechen kann, is through allowing God to transform his own pain into his wisdom. Gott die Gelegenheit zu geben, seine eigenen Schmerzen in Weisheit zu verwandeln. And let me tell you how that Ich happens. möchte euch kurz erklären, wie das geht. A prince who lived for 40 years as the one and only man on earth who had Ein everything Prinz, der 40 Jahre lebt, als ob er der einzige und beste und größte der ganzen Welt wäre, had to spend another 40 years in a desert. musste nochmal 40 Jahre in der Wüste leben. Now, if you have grown in a desert as a shepherd boy, that would not bother you, would Also it? ich denke, für jemanden, der sowieso als Hirtenjunge geboren wurde, wäre es wahrscheinlich kein You've never großes been in Problem. Egypt, you've never seen the Du pyramids. warst noch nie in Ägypten, hast den Wohlstand, die Größe nicht gesehen, du hast die Pyramiden You nicht don't know gesehen. what gold is, and Du you weißt don't nicht know mal, was Gold ist. what a soft textile is. Was ein angenehme Textil auf deiner Haut, wie die sich anfühlen, das weißt du alles. And the only perfume you know about is the smell of the rams when they're mating. Und das einzige Parfüm, das du kennst, ist einfach der Geruch von Vieh und so um dich herum. And you live in a tent. Und du lebst in einem Zelt. And you wash your own face with your own sweat. Und du wäschst dein Gesicht mit deinem eigenen Schweiß. I'm trying to dramatize, Ich but this is dramatisiere real. jetzt ein bisschen, aber in die Richtung geht's. But Moses grew up for 40 years Ja. in the best conditions of the world. Aber Mose ist aufgewachsen unter den angenehmsten Bedingungen, die es zur damaligen Zeit überhaupt gab. And he als couldn't Prinz. make sense of he was a prince. What is he doing in this desert? Und er hat gedacht, als er in der Wüste war, ich bin doch eigentlich ein Prinz, was soll die Nummer, was mache ich hier in dieser So Wüste? imagine this brokenness that he had to live with for Versuch years. mal die Zerbrochenheit, die er da 40 gespürt years. hat, nachzuvollziehen. 40 You Jahre know, im Wohlstand und alles und jetzt bin ich 40 Jahre Many in of der us, Wüste. many of us count the days and they say, 4 months, God. Oh, 4 months. I'm waiting. Ja, wenn wir so uns da reinversetzen, dann würden wir nach 4 Monaten wahrscheinlich schon den Herrn aus der Tiefe unseres Herzens anrufen um Erlösung. Others are counting 4 years, God, 4 und manche years. sagen auch 4 Jahre. Oh. Schrecklich. Moses waited for 40. Mose hat 40 Jahre Now, total catastrophe. When you look from a human point, total failure. Das ist also die völlige Katastrophe, das ist der totale Verlust aus der menschlichen Perspektive raus. And now God comes in Jetzt kommt plötzlich Gott rein. and says, let me show you what I can do with your failure. Ich möchte dir jetzt zeigen, was ich aus deinem Verlust tun kann. I want to lead 1 million people through the desert that you know like the palm of your own hand.
Ich möchte Leute, 40, wie viele Millionen? 1 million. Nur 1 Million, 600.000 bis 1 Million Leute aus Israel durch deine Hand geleitet. No, I want you to lead them through a desert that you know like the palm of your own hand. The map is right there. Okay. Ich möchte sie durch die Wüste leiten. He lived 40 years in that place. Ja, also He knew it like the palm of his own hand. Die kennst du praktisch in- und auswendig, diese Wüste. Da möchte ich sie durchleiten. And you know, in every place where you cried, thinking that I have left you, that I have abandoned you, Und jeder Ort, wo du schon geweint hast, wo du geschrien hast, dass ich dich verlassen I habe, will make miracles da werde ich Wunder tun. to show you that I can use your pain. Ich zeige dir damit, dass ich deinen Schmerz gebrauche. And you know what? Und weißt du was? I will use it not only for your own good, Ich werde es nicht nur zu deinem eigenen Nutzen but for the good of at least 1 million people that will be with you. Und das werde ich tun, mindestens für 1 Million Leute, die mit dir sind. Now things become personal here. So, jetzt wird die Sache etwas persönlicher. What do you have in your hands? Was hast eigentlich du in deinen Händen? I have a diploma from Tübingen University. Ich habe ein Diplom von der Universität Tübingen beispielsweise. I have a contract from Mercedes. Ich habe einen Arbeitsvertrag bei Daimler-Benz, Mercedes oder wo auch immer. VW. What do you have in your hands? Okay. What do you have in your hands? Was hast du in deiner Hand? I have a good family. Ich habe eine tolle You know, Familie. we always try to show up. Wir machen immer ein bisschen Press. Spaß. Ja, so. But if God keeps on asking you, what do you have in your hands? Aber wenn Gott jetzt mal wirklich auf dich schaut und dich anspricht, was hast du aufzubieten? Was hast He du in deiner wants to Hand? bring you to the point where you're truly honest. Und er möchte dich zu dem Punkt bringen, wo du wirklich zutiefst ehrlich And bist. if you become honest with God, do you know what you will tell Him? Und wenn du wirklich ehrlich mit Gott bist, weißt du, was er dann sagen wird? I have a lot of pain. Ich habe eine Menge Schmerz. I have a lot of disappointments. Ich habe viel, viel Schmerz. I have a lot of broken dreams. Ich habe viel, viel gebrochene Träume, sagst du. I failed. Ich habe versagt, ich habe Verlust. And you know what God will say? Und was sagt dann Gott zu dir, wenn du ihm das Wonderful. gesagt hast? Gut, Wonderful. wunderbar. That's what I needed. Das ist das, so möchte ich mit dir reden. And Das now ist let das, me was ich show you brauche. what you can do with Und it. jetzt möchte ich dir zeigen, was du damit tun kannst. Throw your pain Wirf deinen Schmerz in somebody else's situation. in die Situation einer anderen Person. And you will watch and see what happens. Und schau, was dann passiert. Do you know what happens when you tell other people that you suffered just like that? Weißt du, was passiert, wenn du anderen Leuten erzählst, wie du gelitten hast? It heals them. Es heilt sie. It heals them. Wisst ihr, es heilt sie. Because they realize Denn sie erkennen that etwas, you understand, dass du sie verstehst. that you feel with them. Dass du mit ihnen bist, dass du mit And ihnen they're fühlen kannst. healed by the knowledge that they are not the only one. Und sie werden geheilt durch das Wissen, dass sie nicht die Einzigen sind. And then the guilt of the world falls from their shoulder. Und dann fällt die Schuld dieser Welt von ihren Schultern. Jesus said to his disciples, "Behold, I am with you until the end of the world." Und so können wir es auch verstehen, wenn Jesus sagt, ich bin mit euch bis ans Ende dieser Welt. You know what that means? Wisst ihr, was das heißt? I am with you in all the cycles of life. Ich kenne die Lebenszyklen. In every disappointment that you would jeder have. Schwierigkeit des Lebens und in jedem Verlust. In every jedem hurt Schrei, and pain, I am with you. in jedem Schrei, in jedem Schlag und in jedem Schmerz I bin ich feel mit with dir. you. Ich fühle mit dir. Ich kenne But now das. the point is, throw this pain on the ground. Und jetzt wirf bitte diesen Schmerz auf den Boden. Stop holding it in your hands. Halt ihn nicht in deiner Do Hand. something with it. Tu was Sinnvolles damit. Do you know that you are most competent where you have been hurt the most? Wisst ihr, dass ihr da am meisten kompetent seid, wo ihr den meisten Schmerz erlebt habt? Are you with me? Seid ihr noch da? Do you know that pain makes people competent? Wisst ihr, dass Schmerz Menschen kompetent macht? And that's what God wants. Das ist das, was Gott möchte. Die He Kompetenz. doesn't need people who have read it in the books. Er möchte nicht Leute haben, die nur ihr Wissen aus den Büchern rausgeholt He haben. needs people who went through it. Er möchte Leute haben, die da durchgegangen sind. You know, Moses' brother Aaron, Also zum Beispiel Moses' Bruder Aaron. he was probably a better man than Moses. Er war eigentlich
der bessere Mann But vorbei. Aaron stayed in Egypt. Aber Aaron, der blieb in He Ägypten. never wandered through the desert. Der musste nicht 40 Jahre durch die Wüste. He doesn't know how to survive in Er deserts, weiß gar nicht, wie man in der Wüste überlebt. let alone to lead 1 million people through a desert. Und nicht zu sagen, eine ganze Million Leute da durchzuschleusen. There are a lot of psychologists and psychiatrists and counselors that can tell you what to do with your pain. Es gibt so viele Psychologen und Psychiater und Therapeuten, die dir ganz genau aufmalen können, was du mit deiner Schmerz wirst, mit deinem Schmerz But the tun best kannst. person who can lead you through is the one who went through it. Aber derjenige, der am kompetentesten ist, dich durchzuführen durch den Schmerz, I know. ist der dort schon war. The letter of the Hebrews says that Jesus, the Son of God, learned through suffering. Und das Wort Gottes sagt, Jesus hat Gehorsam gelernt durch Schmerz oder durch Leiden. So this is Hebrews chapter 5 verse 8. Das ist Hebräer Kapitel 8, Vers 5, Vers 8. Yeah, Dankeschön. it was not his divinity that was his competence. Es war nicht seine Göttlichkeit, die seine Kompetenz It was ausgemacht his hat. suffering. Es war sein Leiden. That is the stick he had in his Das hands. ist der Stab, den er in der Hand hatte. So what do you have in your hands? Was hast denn du, um dich mal ganz persönlich zu fragen, in deiner Hand? Let your pain be your teacher. Lass dein Leid auch dein Lehrer sein. You know, it was the wooden staff of Moses that divided the sea Es war der hölzerne Stab, der ein Meer teilte. and made a way for people where there was no way. Und machte einen Weg frei für Menschen, da wo noch gar kein Weg You war. know, some people here stay on their chairs and they still have this question years after years. Lord, what is your will for me? Hier gibt es What am I supposed to do? den einen oder anderen, der hier im Lobpreis oder irgendwie hier dann steht und eigentlich immer betet, Herr, was ist dein Weg, was ist dein Wille für mich? And they still don't have this glorious theophany where the Lord says, you have to teach the children. Und sie haben eigentlich nie, sie warten bis zum heutigen Tage auf diese Erscheinung des Herrn, der sagt, siehe, du hast die Salbung, die Kindern zur Lehre zu bringen. Or another version will Oder be, irgendwie sowas. just keep a chair warm, please. Oder zum Beispiel, das ist dein Auftrag, halte diesen Stuhl warm. You know what? If you didn't have this, Versteht ihr das? if you didn't have this theophany, Wenn du diese Offenbarung gehabt hättest, ask your pain. oder wenn du es nicht hast, frag doch mal wirklich deinen Schmerz in dir. And your pain will tell you what is your ministry. Und dein Schmerz wird dich lehren, was dein Dienst ist. Because you're most competent where you've been mostly hurt. Denn du bist dort am kompetentesten, wo du But am now, meisten this Schmerz This is empfunden hast. only if you're godly. Das ist natürlich nur möglich, wenn du sozusagen göttlich in dir bist. And if you don't want to hold this thing in your Und hands. wenn du diese Sache nicht permanent krampfhaft The in miracle deiner Hand happened. hältst. The miracle happened when Moses threw this thing on the ground. Das Wunder ist dann passiert, als er dieses Holz auf den Boden And he warf. had to throw the stick in the sea. Und als er das Holz ins Meer warf. A lot of people love to hurt. Viele Menschen lieben es oder sind geneigt dazu, zu verletzen oder zu schlagen. Yeah, they just love to be the wife of an alcoholic. Manche, to be hurt or to... They love to be the wife of an alcoholic. Sie möchten quasi im Bild gesprochen die Ehefrau des Alkoholikers sein. They love to say, oh, I'm so disappointed in life. Und jetzt sagt sie, oh Mann, ich bin so unglücklich und so. There are a lot of people who feed on this. Und Their pain is their identity. Und sie ziehen aus diesem Schmerz sozusagen Identität. But let me tell you, Lebenssinn. let me tell you how pain becomes life. Aber ich möchte euch kurz nur mitteilen, wie Schmerz zum Leben wird. Get it out of your hands. Wirf es aus deiner Hand. Throw it into a situation. Wirf es in eine Situation hinein. And then the sea will open. Und dann wirst du sehen, dass sie ein Meer teilen kann. And you know what? Und wisst ihr was? If you have pain in your hands Wenn du Schmerz in deiner Hand hast and you knock on rocks, und du du klopfst einen Stein damit on hard-hearted people, bei hartherzigen Menschen. you know, some water might flow out of them. Manches Wasser wird plötzlich rausfließen aus ihrem Herzen. Sometimes our pain gets life out of people. Manchmal schafft es Schmerz, dass Leben aus Menschen herauskommt. There's a great Christian psychologist called Anton Boysen.
Es gibt einen bekannten christlichen Therapeuten, ja, Anton Beußen. And he said he developed a theory that actually it's called like this: wound heals a wound. Und ich meine so in einem Satz gesprochen, war seine These: eine Wunde heilt eine Wunde. You know, when you tell the hurting person that you've been hurt the same, Wenn du einer geschlagenen oder verletzten Persönlichkeit sagst, mir ging es genauso. when your wound touches the wound of another, Wenn deine Wunde eine andere Wunde berührt, your wound becomes the medicine. dann wird deine Wunde zur Medizin. And when somebody else touches your wounds with their wounds, Und wenn jemand anders, wenn jemand anders ihre Wunde mit dir teilt, their wounds become your dann medicine. wird ihre Wunde deine Medizin. Well, that's how God does it. Und so ist der Weg, I can't Gott, tell you of another Gott way. ihm begeht. I've tried every other way possible. Ich habe, glaube ich, so gut wie jeden Just anderen Weg doesn't ausprobiert. Er funktioniert nicht. And I tell you, the best medication that God has ever given us in our hands Und ich möchte euch wirklich sagen, die beste Medizin sozusagen, die is Gott our jemals pain. gegeben hat, diese ist schon in unseren Händen. Our pain. Dieser Schmerz. So let your pain make you competent. So ich möchte euch einfach ermutigen, lasst euren Schmerz auch eure Kompetenz werden. Try to help others to succeed where you feel you failed. Hilf anderen dort erfolgreich zu sein und zu überwinden, wo du denkst, da hast du es nicht geschafft. Serve to people that hurt from the thing that has hurt you most. Geh zu Menschen und diene ihnen, wenn du siehst, dass da, wo sie geschlagen sind, auch deine wunde Stelle ist. And you'll see miracles happen. Und du wirst Wunder sehen. Because that's how the cross of Christ works. Denn genauso wirkt das Kreuz Jesu. The cross of Christ is a big, big divine wound. Dieses Kreuz Jesu ist eine ganz, ganz große göttliche Wunde. This is the greatest divine pain Das ever ist der suffered. größte göttliche Schmerz, der jemals stattgefunden But hat. you know, when I touch it, Aber when it wisst ihr, comes to me, wenn es zu mir kommt, wenn ich es berühre, wenn es zu mir kommt, this death becomes my life. dann wird dieser Tod mein Leben. And that's how it works with Und human so funktioniert relationships. es auch in der menschlichen Beziehung. So what do you have in your hands? So, was hast du in deiner Hand? A wooden stick? Einen hölzernen Stab? Well, throw it on the ground. Dann wirf ihn mal auf die And you will Erde. see what happens. Und dann wird man sehen, was passiert. Let's all stand. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. I hope that you have been challenged with a clear story, have you not? I think you have been challenged with a very clear story. Ich hoffe, ihr wurdet durch diese Geschichte klar oder in diese klare Geschichte herausgefordert. Pray to God Bete doch zu Gott, to reveal to you dir das zu offenbaren, in whose life and situation you're supposed to throw your wooden stick. in welche Situation, in welches Leben du deinen hölzernen Stab hineinläufst. Pray to God to show you the people that need to walk through a sea as if on a dry land. Bete zu Gott, dass er dir die Menschen zeigt, die durch das Meer laufen sollen. Try to find out the people in your life that are hard-hardened and show them that you also have hurt. Bete You've been hurt. zu Gott, dass er dich zu Menschen führt, die hartherzig geworden sind wegen diesem Schmerz und sie von dir spüren können, dass du auch durch diesen Schmerz gegangen bist.